doch! Vanessa, um Gottes Willen! Es ist so schrecklich. Du übertreibst. Carla ist entführt worden. Was? Weißt du, Arnos Angebot, das ist der Hammer. Das heißt, du kommst also... Du musst deine Tournee wohl ohne mich durchstehen. Wo ist mein Handy? Ich habe gefragt, wo mein Handy ist. Ich will jetzt endlich wissen, wo mein scheiß Handy ist. Hören Sie auf! Wir haben es nicht! Es muss aber hier sein. Los, durchsuch sie. Nichts. Scheiße, los, die anderen. Hey, lass den Quatsch. Ich hab gesagt, durchsuchen. Sie hat es auch nicht. Ich hab's doch gewusst. Die Verbindung ist noch da. Hey, die haben die Bullen angerufen. Meinen Sie, die hatten genug Zeit, uns zu orten? Hey, wenn die Bullen hier auftauchen, dann gnade euch Gott. Carla und deiner Tochter wird schon nichts passieren. Was macht dich denn da so sicher? Vanessa lässt sich nicht so leicht unterkriegen. Steht das Lösegeld bereit? Es läuft noch durch den Zähler, ist aber bald fertig. Denen dürfte auch klar sein, dass es eine Weile dauert, einen Betrag von 10 Millionen Euro bereitzustellen. Die werden sich schon melden. David, Sie waren Profiler. Was meinen Sie? Werden die Entführer Carla und Vanessa nach der Lösegeldübergabe laufen lassen? Ich denke, wir sollten nicht zahlen, sondern die Polizei einschalten. Sag mal, es geht hier um Carla. Deine Schwester. Ist dir das eigentlich klar? Glaubst du vielleicht, Carla ist mir egal? Hier geht es um die Sicherheit der ganzen Familie. Nein, hier geht es nicht immer nur um Carla, hier geht es auch um meine Tochter. Und wenn ihr was passiert, dann... Herr von Beinbach, wenn wir jetzt zahlen, sind wir immer erpressbar. Dieses Risiko sollten wir nicht eingehen. Schluss jetzt. Wir werden uns strikt an die Forderungen halten. Das heißt, keine Polizei. Und damit Ende der Diskussion. Alexa, versteh mich doch. Ich stecke gerade mitten in meinem Studium. Das kann ich nicht so einfach sausen lassen. Davon spricht doch auch gar keiner. Das wäre doch nur so ein kleiner Aufschub. Ich hab's lange genug schleifen lassen. Außerdem, wir haben beide was davon, wenn ich mein Studium so schnell wie möglich durchziehe. Ich bin dann ein gefeierter Star-Architekt. Ich baue uns dann eine riesige Villa. Wir bleiben zusammen bis ans Ende unserer Tage. Ja, das klingt gut. Aber ich könnte wirklich noch ein paar Monate länger auf mein Traumhaus warten. Alexa, glaub mir, ich würde dich wirklich sehr, sehr gerne auf deiner Tournee begleiten. Aber guck mal, du verfolgst deinen Traum als Tänzerin und ich komme keinen Schritt weiter. Hast ja recht. Ich war einfach ein bisschen egoistisch. Die Verbindung hat doch lang genug bestanden, oder? Die Polizei muss uns doch so orten können. Aber was ist, wenn die uns hier gar nicht finden? Mach dir keine Sorgen. Vielleicht haben die deinen Anruf ja gar nicht ernst genommen. Vielleicht dachten die, das war ein Scherz. Die Polizei ist dazu verpflichtet, jedem Hinweis nachzugehen. Und die Typen wollen die Geldübergabe bestimmt so schnell wie möglich hinter sich bringen. Und wenn wir Glück haben, dann ist ihnen die Sache viel zu riskant geworden. Und sie lassen uns einfach gehen. Glaubst du? Ich halte es hier nicht mehr aus. Die kommen
komm zurück. Bleib ganz ruhig. So, ihr beiden, jetzt keine Zicken sonst. Was haben Sie vor? Quatsch nicht und steh auf. Jo, meine Kleine. Los, mitkommen. Ich will nicht. Vanessa, tu, was er sagt. Nein. Wird's bald. Dieses kleine Miststück. Hast du nicht gehört? Vanessa, bitte. Hey, pass auf sie auf. Ich wette, das Luder will uns nur wieder reinlegen. Du weißt doch, das nicht. Damit habt ihr euer Todesurteil unterschrieben. Hartmann, du verdammter Idiot. Wenn du dich nicht bald meldest, dann schalten die am Ende noch die Polizei an. Dann sind wir alle erledigt. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Und? Gibt's Neuigkeiten? Das kann doch nicht wahr sein. Die müssen sich doch melden. Schließlich wollen die ja das Lösegeld. Die wollen uns schmoren lassen. Das ist Taktik. Bei Ihnen scheint das ja schon zu wirken. Ja, ich bin eben nicht so wie Sie. Lassen Sie mich doch in Ruhe. Das ist der denkbar schlechteste Zeitpunkt, um Streitigkeiten auszutragen. Entschuldige, Vater. Herr von Beinbach, bis jetzt spricht doch gar nichts gegen einen reibungslosen Verlauf der Übergabe. Sie werden sehen, schon bald sind Vanessa und Carla wieder in Sicherheit. Ja. Zwei Herren von der Kriminalpolizei möchten Sie sprechen. Danke, Frau Köppler. Kommissar Schut von der Kripo Düsseldorf. Mein Kollege Wegener. Was kann ich für Sie tun, Herr Schut? Nun ja, ich hoffe, Sie können mir weiterhelfen, Graf Lahnstein. Bei der Notrufzentrale ist ein Hilferuf Ihrer Tochter Carla eingegangen. Es handelt sich offenbar um eine Entführung. Komisch, ich hab doch eben erst welchen... Musst du nicht langsam mal nach Königsbrunn? Die haben die Bauarbeiten vorübergehend eingestellt. Keine Ahnung, warum. Hast du es gut? Ich setz mal einen neuen Kaffee auf. Für dich auch? Nee, ich muss eh los. Vielleicht verirrt sich ja jemand in die Eisdiele. Ich komme gleich nach. Dicke Luft? Kann man so sagen. Ach so. Du hast mit Robin über die Tanztournee gesprochen, ne? Er will nicht mitkommen, wegen seines Studiums. Was ich auch verstehen kann. Ich meine, jetzt, wo Herr Brandner eben auch noch dieses Angebot gemacht hat. Ja, andererseits wäre er dann Tag und Nacht mit Alexa zusammen und könnte für Laune der Weltgeschichte... Aber Robin muss doch jetzt mal an sich denken. Er hat schon so viel für mich getan. Er hat den Tanzmarathon mitgemacht, er hat den Kredit besorgt und die Eisdiele hat er nur meinetwegen übernommen. Ist ja gut. Ja, ich meine ja nur. Wenn er hier bleiben will, dann kann ihm niemand einen Vorwurf machen. Dann wurde die Verbindung unterbrochen. Leider war es uns nicht mehr möglich, den Anruf zurückzuverfolgen. Und ansonsten sind irgendwelche Namen gefallen, oder? Aufgrund der Mitschnitte gehen wir aber davon aus, dass es sich um mindestens 2 Männer handelt. Den Stimmen nach zu urteilen mittleren Alters. Die Entführer haben also mitbekommen, dass Carla Kontakt zur Polizei aufgenommen hat? Ja, leider. Deshalb können wir eine Panikreaktion nicht ausschließen. Vermutlich ist das auch der Grund, weshalb sie keinen weiteren Anruf erhalten haben. Die Entführer suchen bestimmt ein neues Versteck. Aber Sie werden Carla und Vanessa doch nichts angetan haben. Sie brauchen die beiden lebend, um ihrer Forderung Nachdruck verleihen zu können. Ich gehe davon aus, dass sie sich bald wieder melden werden. Deshalb würden wir gerne eine Fangschaltung installieren. Die Entführer haben ausdrücklich gefordert, die Polizei aus dem Spiel zu lassen. Tun Sie, was Sie für richtig halten, aber seien Sie bitte vorsichtig. Gut. Ich
Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, das mit der Maske. Das war wirklich keine Absicht, wirklich nicht. Ist schon gut. Aber ich habe sein Gesicht gesehen. Ich kann ihn identifizieren. Die lassen es niemals gehen. Niemals. Vanessa. Du hast doch gehört, was der eine gesagt hat. Die wollen uns umbringen. Dann hätten sie es längst getan. Wahrscheinlich beraten sie nur, wie sie doch noch an das Lösegeld kommen. Oder wir haben Glück und sie sind ohne uns geflohen. Meinst du? Aber werden die uns hier denn überhaupt finden können? Die finden uns ganz bestimmt. Ich glaube, wenn die Polizei einen Anruf zurückverfolgt, dann können sie den Ort ziemlich genau eingrenzen. Du bist echt in Ordnung. Naja, ich habe halt immer gedacht, du wärst so eine arrogante Zicke. Dann sind wir wohl jetzt quitt. Denn was ich anfangs von dir gehalten habe, sage ich dir besser nicht. Dann bist du also nicht sauer auf mich, dass ich vorhin so einen Mist gebaut habe? Nein, bin ich nicht. Du hast bisher wirklich Stärke bewiesen. Ich bin froh, dass du bei mir bist. Das ist nicht möglich. Tut mir leid, ich wollte es dir eigentlich schon eher sagen, aber die Sicherheitsvorkehrung. Nein, das glaube ich nicht. Ich habe doch meine Sachen gepackt. Wir wollten ein paar Tage wegfahren. Na, wir zwei, das machen wir dann auch. Anna, ich verspreche dir, die Polizei setzt alles dran, Carla da wieder rauszuholen. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Können wir denn irgendwas tun? Abwarten. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, was muss ich nur für Ängste haben? Oh Gott, oh Ja, alles Gott. wird gut, Hanna. Also, wie besprochen. Sobald der Anruf eingeht, versuchen Sie bitte, die Leitung so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Haken Sie öfters nach. Zum Beispiel bezüglich des Übergabeortes. Fragen Sie nach dem Zustand der Geiseln. Und ganz wichtig, verlangen Sie eine der beiden Frauen, an den Apparat zu bekommen. Okay? Genau. Ich will mit Vanessa sprechen. Sagen Sie denen das. Und lassen Sie die auf gar keinen Fall wissen, dass die Polizei mit im Spiel ist. Ja? Herr von Beinbach, eins wird mich schon interessieren. Als Sie von der Entführung erfahren haben, warum haben Sie uns da nicht sofort eingeschaltet? Wie schon gesagt, ich hatte strengste Anweisung, die Polizei außen vor zu lassen. Es schien uns zu gefährlich, gegen diese Forderung zu verstoßen. Schließlich geht es hier um das Leben unserer Töchter. Selbstverständlich hätten wir Sie informiert, sobald Vanessa und meine Schwester in Sicherheit gewesen wären. Herr Schutt, geben Sie mir Ihr Wort, dass Sie kein Risiko eingehen werden. Graf Lahnstein, mein Team ist für solche Einsätze ausgebildet und kann die Sicherheit der Geiseln in hohem Maße gewährleisten. Na, hoffentlich. Und selbstverständlich gehen wir davon aus, dass Sie diesen Abschaum dingfest machen. In der Regel ist die Chance sehr hoch, dass wir die Entführer nach der Übergabe schnappen. Du auch? Gut, zweimal. Zweimal den Eisbecher Titanic. Warte, ich helfe dir. Oh, besser nicht. Meine Kreationen sind schon wirklich legendär und ich glaube kaum, dass sich meine Kundschaft mit einem Plagiat zufrieden gibt. Aha, das ist also der Dank dafür, für all das, was ich dir beigebracht habe. Wir werden ja sehen, wer der Bessere ist. Oh, es fordert mich zu einem Wettstreit heraus. Den kannst du haben. Oh, das sieht mir ja schwer nach einem Wettkampf aus. Ja, den ich gewinnen werde. Und als Belohnung kriege ich einen Kuss. Und danach kannst du dich von deinen Freunden trösten lassen. Abgesehen davon, dass ich gewinnen werde, sind ja alle meine Freunde da, bis auf Vanessa und Jana. Und Vanessa, die vermisst nun wirklich niemand. Außerdem möchte ich mehr Zeit mit dir verbringen. Hi! Hey! Na? Sag mal, was ist eigentlich mit dem Baustoff auf dem Schloss? Keine Ahnung, Hauptsache weniger Arbeit. Ich habe vorhin Nico angerufen, weil sie nicht in der Schule war. Und irgendwie war sie total komisch, so kurz angebunden. So, fertig. Ich auch. Und, was meint ihr?
Bedenkt bitte bei der Auswahl, mit wem ihr zusammen wohnt und wie oft ihr hier anschreibt und wer morgen ganz, ganz lecker für euch kochen wollte. Ja, Robin. Robin hat gewonnen. Das ist unfair. Oh. Nein, seine Argumente waren einfach überzeugend. Ja. Tja. Robin? Wegen vorhin, ich muss dir da noch was sagen. Falls du denkst, du kannst dich rausreden, meinen Gewinn fordere ich jetzt ein. Das Stromband läuft jetzt. Bleiben Sie ganz ruhig. Von Lahnstein. Guten Tag, Graf Lahnstein, Brandner hier. Ich wollte mich erkundigen, ob es inzwischen Neuigkeiten bezüglich der Bauarbeiten gibt. Wir müssen die nächsten Tage planen. Ich kann Ihnen dazu im Moment nichts sagen. Ich werde mich bei Ihnen melden, Herr Brandner. Diese Warterei, die macht mich doch ganz krank. Bitte beruhigen Sie sich. Ich will mich aber nicht beruhigen. Diese Schweine haben meine Tochter. Haben Sie verstanden? Herr von Weinbach, bitte. Eins kann ich Ihnen sagen. Wenn Vanessa auch nur irgendwas zustößt, dann bringe ich die Typen um. Hi. Hallo. Kann ich irgendwas für dich tun? Danke. Ich weiß, wie viel dir Carla bedeutet und was du jetzt durchmachst, das muss schrecklich sein. Ich denke, für Vater ist es noch viel schlimmer. Dieses Gefühl der Ohnmacht. Vater braucht dich jetzt mehr denn je. Versprich mir, dass du für ihn da sein wirst. Ja, ich verspreche es dir. Vielleicht ist ja den von Lahnsteins auch das Geld ausgegangen. Genau. Und jetzt überlegen die bestimmt, wie wieder neue Kohle reinkommt. Die könnten ja zum Beispiel Schlossführungen veranstalten oder so. Und Vanessa als Schreckgespenst engagieren. Ah nee, jetzt mach mal einen Punkt. Das wäre echt zu heavy. Viele Besucher. Seifert? Sebastian, hi. Ab Anfang September. Nee, das wird nicht gehen. Sebastian, auch wenn das Projekt noch so toll ist, ich kann nicht. Weil ich doch gerade meine Tournee erst für 2 Jahre verlängert habe. Und ich habe dir gesagt, ich habe schon unterschrieben. Du, ist im Moment wirklich total schlecht. Ja, ich rufe dich später zurück. Ciao. Habe ich das richtig gehört? Du hast deinen Vertrag um 2 Jahre verlängert? Ja. Und was sagt Robin dazu? Ich meine, weiß er das? Hey, was gibt's denn da zu tuscheln? Will Alexa immer noch nicht akzeptieren, dass sie den Wettkampf verloren hat? Ich habe Felix nur gerade klar gemacht, dass er mir vorhin schamlos in den Rücken gefallen ist. Na dann. Er weiß es also noch gar nicht. Hörst du das? Die kommen zurück. Vielleicht ist es ja auch die Polizei. Nein, nein, sie sind es. Die wollen mich abknallen. Vanessa, bleib ganz ruhig. Die werden dir nichts tun. Um an das Lösegeld zu kommen, brauchen die uns lebend. Was haben sie mit mir vor? Das wirst du gleich sehen. Das Schlimmste ist, dass ich nichts für Sie tun kann. Meine Tochter durchleidet Höllenqualen und ich sitze hier tatenlos rum. Die werden bestimmt bald ihre Forderungen stellen. Und wenn sie das Lösegeld haben, werden sie Carla und Vanessa freilassen. Wenn die Entführer mitbekommen haben, dass die Polizei eingeschaltet wurde,
nicht daran denken. Die Polizei wird dafür sorgen, dass den beiden nichts passiert. Dass doch alles nur schon vorbei wäre. Johannes ist ganz schön fertig, was? Ja. Gut, dass er jetzt Cecile hat. Denken Sie dran, so lange wie möglich. Von Lahnstein. Hören Sie gut zu, die Situation hat sich inzwischen etwas verändert. Deshalb verdoppeln wir unsere Forderung. Wir wollen 20 Millionen Euro Lösegeld. 20 Millionen. Ja, 20 Millionen. Hören Sie schlecht? Nein, die Summe ist nicht das Problem. Ich werde das sofort fahren lassen. Allerdings möchte ich sicher gehen, dass es den Geiseln gut geht. Ich möchte mit meiner Tochter sprechen. Hallo? Hier ist der Vater von Vanessa. Ich will Sie sofort sprechen. Wie konnten Sie das tun? Dad, ich bin's. Die werden uns nicht tun, wenn ihr euch an die Vereinbarung haltet. Ja, hallo, mein Engel. Du mach dir keine Sorgen. Wir werden alles tun, um euch da rauszuholen, ja? Holt uns hier raus. Bitte, Dad, ich habe das Gesicht von einem gesehen. Die wollen... So geht es weiter. Scheiße. Vorwärts. Lassen Sie uns jetzt frei? Tja, Mädels. Gartenarbeit ist gut für die Figur, habe ich gehört.